Leute, auf den Stream, hör auf die dich kritisieren. Fucking Chat Bros. Jetzt bin ich das Opfer, was mir von Hansi Rat sucht. Genauso das Range für Quiz, was wir gerade gemacht haben. Da braucht ihr wirklich nur die Drop-Off-Hände markieren, also am Button halt König 5 bis König 8, die Offsuited 8er und Offsuited 7er und dann schaut ihr halt, wo ihr die gefoldet habt. Weil Bube 10 werdet ihr alle raisen am Button, aber jetzt die Offsuit. Das Absurde ist, wenn ihr die Tools halt zur Verfügung habt und sie halt nicht verwendet. Ne? Also so, das ist für mich, ich habe es gerade auch nochmal gesagt, wenn ihr sagt, dass ihr das ernst meint und ihr habt einen 7% 3-Betting-Range aus dem BB, dann kann ich das nicht ernst nehmen. Weil, schau mal, Flat und 3-Bet BB. Gegen Cut-Off oder so. So, gegen EP hast du 7%. Ja, das heißt, gegen eine super tighte Range 3-bettest du schon 7%. Das heißt, Average sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, 14 oder 13. Das ist jetzt 20 BB. Ja, schau mal 30 BB oder 40 BB gegen Button zum Beispiel. Bitte? So. Und das sind, so wenn du anfängst zu jammen 40 BB, ja, sind das 16%. So, aber wenn du eine Non-in-Range zum Beispiel spielst, dann hast du halt 18%. Ja, und das ist für mich so, das ist ein super leicht available Resource, es ist super leicht für euch nachzuschauen, was ihr 3-bettet und was ihr nicht 3-bettet. Und es ist einer der ersten Sachen, die ihr halt in euer Game implementieren könnt, weil es ist Preflop, ja, irgendeiner raised, es ist super simplified und ihr kriegt halt immer wieder die gleichen Hände und müsst einfach nur schauen, dass ihr die richtigen Frequenzen 3-bettet. Und da ist für mich halt so quasi, es gibt keine leichtere Lern-Environment als das, weil ihr seht, was jetzt eine reasonable Range wäre und wie ihr es spielen könntet und könnt nachschauen, wie ihr es gespielt habt. Also da ist dann für mich so, okay, so wo hängt's? Genau. Ja, wusste ich nicht, dass der Poker-Tracker das kann. Kannst du quasi, und das ist alles sehr selbsterklärend, ja? Das heißt, du kannst da jede Opportunity reingeben, die du möchtest. Du kannst dir anschauen, was du openst, du kannst dir anschauen, was du 3-bettest, du kannst dir anschauen, was du flattest, du kannst dir alles anschauen. Und ich würde das halt einfach 1:1 durchgehen. Ich würde schauen, wo eure größten Leaks sind und dann würde ich halt nur daran arbeiten. Ja, gut. Ja, nee, du bist ja gar nichts. Also ich finde, die 25-17 habe ich nicht gespielt von einem Jahr. Ja, Brody, das habe ich dir damals aber auch gesagt. Ja, das braucht aber auch. Also von erstmal das Hören zu, okay, man arbeitet es ein bisschen dran, zu wirklich umsetzen, das dauert bei jedem. Also das habe ich auch nicht einmal gehört, bevor ich es dann umgesetzt habe. Ja, ich bin ja ehrlich, ich habe einfach so, für mich war es damals einfach, ich denke, in ein paar Bereichen definitiv, aber es war so viel damals auf einmal, dass ich konnte gar nicht alles umsetzen. So ein paar Sachen habe ich umgesetzt. Und jetzt im Streamhaus nochmal und jetzt habe ich zum Beispiel hier, VPIP habe ich glaube ich mit 23,3 angefangen. Jetzt bin ich bei 25,2 zumindest mal. Klar, es sind 6K Hände, ist jetzt noch nicht so viel, aber so, und jetzt muss ich halt gucken, dass ich die letzten 2% auch noch irgendwie schaffe. Und bei den anderen Sachen halt auch alles so. Ja. Aber ja, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, um mich selber mal zu kontrollieren. Ich meine nur, das habe ich davor nicht begriffen. Ich glaube, es ist weniger, dass da natürlich ein Progress, ne? Und ich meine das auch überhaupt nicht negativ. Ich glaube, es ist eher so ein für euch selbst Routinen, dass ihr selbst euer Coach sein könnt. Das ist, glaube ich, eher das, was ich meine. Ja? Also wenn ihr jetzt quasi in den Sachen, wo die Resources available sind, wo ihr selbst auch eure eigene Data tracken könnt, und dann ja quasi eigentlich nichts anderes machen müsst, als zu gucken, ne? So, wie weit bin ich weg von dem. Implementation, dass das braucht, das ist keine Frage. Aber dass ihr selbst sagen könnt, ach ja, ich 3-bette den Baby zu wenig. Ne? Das ist quasi nicht diesen Impuls von draußen braucht, so, ja, okay, das sollte 15 sein und nicht 7. Weil weniger drum, ob das jetzt gut gerade ist oder schlecht, das ist gar nicht so wichtig, sondern eher nur, wenn du es nicht selbst siehst,
hast du keine Opportunity, das zu improven. Ja. Weil ich glaube, es ist wichtiger, dass du dann merkst, okay, ich schreibe mir auf, ja, so, die Zahl muss noch nach oben, das muss noch nach oben, das oder das Opportunity, das Opportunity, das Opportunity. Und dann kannst du nämlich spielen mit dem in mind. Dann bist du halt das nächste Mal im BB und überlegst halt, okay, King 4O, 3 Bit mal. Ja, ich muss sagen, diese Verbindung da, das hier selber nachschauen und dann hier checken, das ist für mich gerade mindblowing. Das ist wieder. Ich wusste es einfach, ich wusste dir das. Ne? So. Nee, gut, ich mach's halt seit ein paar Wochen. Keine Aber Ahnung. davor halt auch nicht. Aber Ich habe das so nicht gesehen. Ich habe das einfach nicht gesehen. So. Jetzt denke ich prinzipiell- mir, geil. prinzipiell Das seid war ihr immer so, ich habe So. immer so die ganzen Mein Name ist Q. Turniere, Ich bin und dann professioneller sehe ich meine ganzen Ich bin Hände. zufrieden mit meinem und denk Game. so, Ich bin zu, okay, wo fang mein ich Name an? ist Dann Q, gehst du ich die bin einzelnen zufrieden mit meinem Hände Game. durch, aber das ist halt Und mein Fitnesslevel ist so. 7 von 10. Nach dem Workout habe ich es auf 3,5 runter korrigiert. Also. Ich meine, der Poker-Tracker ist klar, aber das Range View Tool ist von PokerCode. Das ist ein PokerCode Exclusive Ja. Tool, richtig? Ja. Genau. Genau, also da hast du im Grunde, es gibt noch ein paar Sachen, die denke ich noch hinzugefügt werden sollten, aber du hast im Grunde alles von 20 BB bis 100 BB, alle Positionen gegen alles, Open Raising, Flat, 3-Bet, Squeeze, gegen 3-Bets und Blind vs. Blind auch noch Limp Pots. Also da ist schon viel dabei. Aber ich finde, das ist gerade diese Kombination, sich selbst zu checken zu können, das ist eigentlich krass so für Leute, die sich überlegen, soll ich mir jetzt Pokercode holen oder so, weil ich denke mir, wenn ihr den Range Viewer habt und den Poker-Tracker schon, dann könnt ihr euch selber coachen und das checken. Das ist ja eigentlich ein sicker USP. Und für mich persönlich war es so, ich habe mit einem Freund, dem Leo, dann quasi so, er spielt halt Low Stakes angefangen zu spielen, oder spielt Low Stakes, mittlerweile finde ich ihn richtig, richtig gut. Und wir sind dann halt, ich habe halt 40 Hände markiert am Sonntag und dann von Montag bis Donnerstag die Hände in Pio durchgegangen mit ihm. Jeden Tag 2 Stunden und dann bin ich Freitag fertig. Und dann grind ich wieder am Sonntag. Und das war halt in 3 Monaten so ein Learn-Process, das war halt insane. So, und jetzt mit Odin, ihr braucht euch nur die Hände markieren, die durchgehen und ich glaube, dass ihr der Postflop so sehr schnell sehr, 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 sehr gut seid. Also das habe ich jetzt Aber zum ich glaube, ersten Mal gesehen. egal alles, was er drumherum gesagt hat, der Key war jeden Tag 2 Stunden. Ja, also Es geht nicht, es geht nicht ja. anders. Ja. Steter Tropfen hüllt den Stein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Der war gut, oder? Oh, das war ein Schlusswort. Oh, war der gut. Alter. Was war das denn für eine Scheiße gerade? Das sagt man so. Eine Redewendung, ein Sprichwort. Ein deutsches Sprichwort. Alter. Wirklich, ey. Das hat komplett alle Coolness hier gerade verloren. Das darf dich gar nicht. Warum? Erklär mir mal, warum dich das betrifft. Also warum bedrückt dich das? Ja, ich weiß es, so direkt eine Antwort könnte ich gar nicht geben. Vielleicht ist es der Grund so, weil ich mir denke, ich will den Leuten, die irgendwie sowas sagen, beweisen, dass sie Unrecht haben. So. Das ist total der falsche Ansatz. Das wirst du nie tun. Weil die Leute sowieso gar nicht ansatzweise den Gedanken hegen, der wird wahrscheinlich mal ein guter Pokerspieler oder das ist ein sympathisches Kerlchen. Ja. Die mögen dich von Grund auf nicht Ja. oder die finden ein Pokerspiel von Grund auf scheiße und die werden mit Sicherheit nicht in einem Jahr zu dir kommen. Also wenn 1% von denen, hey, krass, hab mich ja komplett in dich getäuscht, du bist eigentlich voll der coole Typ und du spielst so richtig gut Poker. Geil, das wird nie kommen. Ja, das stimmt. Also deswegen wie gesagt, die musst du aus der Meer ausblenden. Die brauchst du nicht und die wirst du auch im Chat brauchst du Nö, nicht. ich höre auf. Ja. Ich höre sofort auf. Nein, ich meine, Ich höre Leute, auf die mit dich, Stream, hör auf die mit dich Poker. kritisieren, das ist dein engstes Umfeld. Und das ist beim Ja. Stream so, ist das deine Community. Wenn da jemand aus der engen Community, die bei dir sowieso verankert sind, mal irgendwas sagen, dann ist das auch wichtig. Dann nehme ich mir das auch zu Herzen. Aber so, Ja, das stimmt. so random interessiert mich null. Ich sollte da vielleicht mehr differenzieren so. Und weil das ist mir dann das geht mir natürlich noch näher, sag ich mal. Was heißt noch näher? Das geht mir natürlich dann, ja doch noch näher eigentlich, wenn die Community was sagt. Aber ich glaube, wenn jemand anders was sagt, sollte ich echt lernen, drauf zu scheißen. Ja, und das ist ja schon der falsche Ansatz. Wenn du versuchst, denen das zu beweisen, läufst du schon wieder in dieses In die Gefahr, du wieder spielst Angriffsfläche zu bieten du oder so. hast So, ein ja, falsches Mindset, du gehst auf den falschen Weg lang. Du musst einfach dein Ding machen und das ausblenden.
wahrscheinlich selber mit sich zu kämpfen haben und selber Probleme haben und selber irgendwie... Ja, das habe ich aber zum Beispiel auch gerade gesagt, dass es so, dass ich mir halt immer so vorstelle, so wie unglücklich, unzufrieden und traurig die mit sich selbst sein müssen, dass die sowas droppen. Das ist halt... Ja, und deswegen ist es auch bemitleidenswert und das ist... Aber so kommen sie an mich nicht ran, wenn sie irgendwie nette Worte hören wollen, dann geht das anders. Ja, Camera out, Cut. Wenn wir zu viel von sowas reinnehmen, dann kommen nur wieder noch mehr Scheißkommentare, weil sie denken, so sie können mich affekten jetzt. So, jetzt bin ich das Opfer, was mir von Hansi Rat sucht. Drama Queen. Dabei scheiße ich ja schon wieder drüber nach. Ja, schon, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon einen guten Rat von Hansi bekommen. Das heißt, scheiße ich schon auch zu einem gewissen Rahmen auf die Leute. 10 seconds later. Fucking Chat Bros. You will never gonna make it in poker if you aren't that emotional. Fuck you! Ew, what a punt! What a punt into your face, Alter! You will never gonna make it in poker if you're too emotional. You will never gonna make it in poker if you write stupid YouTube comments. Fucking idiots. One debt to society later. Go Hansi, go Hansi. Nein! Here's a routine. We don't. Schöner, super! Super! Geil, geil! Stark, Hansi, stark! Stark, Hansi, stark, stark, stark! Ja! Erstmal richtig den Fuß angehen. Oh, ist das kalt. Oh, ey, too cold. Komm mal her hier. Gut, aber der macht keinen Tag. Naja, dann ist er halt Chirurg. Ja. Eigentlich, wenn sie mal runtertauchen. Und ich finde direkt reinspringen ist leichter. Jetzt bin ich immer reingesprungen. Das war ziemlich am Limit. Nice. Yeah, actually that was a good example to see how easy it's getting if you get a routine when doing things. So a lot of comments about me being a drama queen, going in the pool and feel the pain, and now I can go way longer and it's not even bothering me that much anymore, so let's fucking go. Somebody who plays an average buy-in of roughly $500. Should you be able to afford a new keyboard? Yeah, that's true. I'm a person of Gewohnheitstier. So as long as it works for me. Okay. So guys, this is not Toby. What's going on here?
we are playing poker. Thank you. That's it. You're welcome. Relax. Thank you. Yeah, grinding some high stakes, busting some tournaments already. But let's see. The evening will be a long day. We look at the end. Good luck. Thanks. So you decided to not play or stream today to just watch Fedor playing, so you Yes. just sacrificed your setup? Yeah, I mean, it's, I guess, the dream of everybody, like watching a player like Fedor and able to ask some questions maybe. It's just insane, so I'm really, really hyped for that. 2 hours later. So, give me a session update. What's going on? Good session so far? Yeah, I'm feeling good, but don't have any good runs. I just busted the main event in the last level, unfortunately, and yeah, so we will see. Hopefully, we get some runs. Live jump. Oh, yeah. Final Table? Aha, wo denn? Hier im Daily Main Event 250. Okay. Sind wir jetzt 9 left, gibt es 16k first. Und im Daysaver 250 Hyper sind wir auch noch dabei. Dann sind wir 8 aus 23 und Feder im anderen Raum ist gerade all in und ist auch noch drin. Das kann ein richtig cooler Double FD werden. Give me an update. We are on the bubble of the 10k Super Tuesday, so that's a rather big one, and we're gonna jam Ace9 off here in the Day Saver where we're in the money. And I'm also looking kind of good in the 1.5k main event day 1, so that's what we have left. Okay, good luck. Nice one. Ja, ich denke, River ist close zwischen Bet und Check. Ich weiß nicht, wie viel er mich da downstation, wenn ich da weiter barrel. Aber er hat alle Flush Draws, alle 5, 6, alle Dame 10, Ass 10, checkt halt back. So I bubbled in 53rd place, I guess, for like $700. Again, a close run, but we have some sweats left. Fedor is in the 10k, 22 people left. I guess like 370k up top. And we have Mario Aces, Kings, Queens. on the final table of the 250 daily main, Yes. where are like 16k up top, Yes. right? 6.5. And just you got- are third in chips. Now I'm third again, yeah. I was second, then I lost Queens against Kings for a lot of chips, I think for the chip lead, and then I was down, and now I got Kings against Queens, so the exact setup the other way around, and I'm exactly where I started. So Nice. How many people left? 7 left, 1 good player, and 2 I don't know, and the rest unknowns. So How much locked up? 3k, right? 3k. Yeah. Nice. Good luck. And we're railing. So Fedor's all in. Tens against Ace Queen hold. Let's go. Nice! So 21 people left. And Then chips. So yeah, geil. still fighting.
Tschüss, Ike. Tschüss. Küss mein Herz. Küss mein Auge. Geh weiter. Go close. Good jacks. And someone's jamming already. Vito is thinking about a fold. Only if you knock me out. Because he's tired already and his brain isn't working anymore. Come on. Ace 5 off. Just Okay. hold it. Oh, good flop. Hold. This is 10. Hold, baby. And the turn is a 6. Herz. Ja! Genau! So nämlich! So nämlich! Let's go. Okay, so 18 players left. 7 of 18. Jetzt gehen wir mal. 24 bigs. Let's fucking go. Okay, come on. Come on, hit. Ah. GG. 5s against ace king, hitting a 5 and a flop. Turn, drawing dead. GG's. 13th place. Mario, give me an update. Wir sind Fünfter geworden. Das war am Ende ein bisschen frustrierend. Ja. Wir waren Letzte alle Hand. recht even und dann habe ich im SB 24WB mit Bube Dame Suited geopengejammt und habe gegen Ass Bube Suited verloren. So, ja. GG. Das glaube ich geht einfach rein, aber ich hätte die gern weiter gespielt. Ja. Ah, ja. Well done. War ein cooler Grind. Danke für die Raid. Was sagst du dazu, Q? Gerne. Yeah, it was nice to see the boys play and learn something. Please don't go too close. Hansi, what the fuck? Trupsen? How was the day? Super, alles super. Du hast gerade übelst schlechte Laune, weil es bei dir nicht läuft und du verbreitest es insane so. Das zieht mich insane runter, Mann. Das ist zu viel irgendwie.